Wo ist der fertige hin? Hallo. Hallo. Bist du ready? Wir sind hier in Castel de la... Wie heißt das? Das Problem. 100 Meter entfernt von der Wohnung. Fast 30 Jahre. Von hinten jetzt nicht mehr. Wir haben den Mission Ride ins Leben gerufen, weil wir das Gefühl haben, dass wir seine Träume ausleben sollten. Uns alle beim Ofenkult verbindet Sehnsucht nach einer guten Zeit. Nach Freiheit, Gemeinschaft und Moment, die bleiben und echt sind. Nicht einfach nur Töffel fahren, sondern in dem Land, wo wir sind, etwas zu bewegen und mit diesen Leuten in Kontakt zu treten. Wir teilen, was wir lieben und schenken einem Menschen ein Stück Glück. Nehmen das Töffli mit heim, das für Land, Crew und Erinnerung steht. Wir beim Mofa-Kult meinen das ernst. Wie viel Wetter haben wir? 28! Mission Rides finden auf Arbeitszeit statt, und zwar aus Überzeugung und mit Herz. Nebst der festen Rolle hat es für alle, die richtig Bock drauf haben, auch noch Wildcards. Wir leben die Mofa. Mit jedem Kilometer und mit jedem Ride. Unser zweiter Mission Ride führt uns nach Island, Bulgarien, natürlich nach Spanien. Wunderschöne Küstenstraßen und ab in die Berge bis zu den Pyrenäen. Das mal mit von der Partie. Die bekannten Gesichter wie Roman Dell, der Roger natürlich, Armin Lang. Ich bin dabei. Wir haben das mal dabei gehabt, den Sick als Schraubergott. Der Stenz von unserer Firma, der natürlich auch sehr viel hat müssen schrauben. Wir haben die erste Frau von der Firma dabei gehabt, Andrea, ein Pleasure gewesen. Der Scooter Florian war dabei. Immer voll machen. Nochmal ein Neuzugang von unserer Firma, der Lele. Und wir hatten noch einen Auswärtigen gehabt, und zwar den Marlon. New Kids Marlon war auch mit von der Partie. Mission Ride 2026 in Spanien. Es gibt nur eins zu sagen. Na gut. Let's go! Let's go! Was ist? Irgendwie morgen um 9 Uhr. Wir gehen jetzt weiter. Affen geil. Wir hoffen, es gibt keine Panne. Es war sehr ein lustiger Abend. Ich wusste, was passiert. Wir geniessen es, ist eine sehr gute Bande. Und das ist natürlich 90% von einem Roadtrip. Wenn die Leute stimmen, dann kann nichts schief gehen. Man findet immer eine Lösung für egal welches Problem. Und jetzt geht's los. Ich freue mich riesig. Schauen wir mal das Wetter an. Es ist einfach morgen um 9 Uhr und schon traumhaft warm. Perfekt. Besser kann es nicht sein. Let's go! Es ist wirklich sensationell. Was meinen ihr dazu? Einfach so Zeug ist einfach nur schön, oder? Einfach nur schön. Kann man nur mit Mofa erleben. Viva España! Ai, 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 ai. Die größte Herausforderung ist, wie organisieren wir uns untereinander, wer kommt eigentlich mit, passt die Gruppe zueinander. Wir versuchen immer sehr unterschiedliche Menschen mitzunehmen, die in unserem Unternehmen arbeiten, damit wir natürlich auch mehr Varianz reinkriegen und die Möglichkeit unseren Kollegen und Kolleginnen bieten, auch dabei zu sein. Sehr cool natürlich, in so einer grossen Firma aus verschiedenen Bereichen auch Leute dabei zu haben und mit denen einfach mal tiefer zu reden. Nicht immer nur so an Sitzungen oder Smalltalk oder irgendetwas, sondern man hat eine Woche Zeit, man ist näher aufeinander, 24/7. Auch, dass man Einblick bekommt ins Social Media Leben und dass man selber sich auch einbringen darf. Und im Ganzen eigentlich wirklich ein Teammitglied ist schlussendlich. Der Roman hat schon das Gefühl gehabt, wir haben den Pass geschafft, aber wir sind eigentlich nur am langsam anwärmen. Wir sind mal auf 700 Meter rauf von Meereshöhe. So weit gut gegangen. Es hat Schnee. Wir gehen noch mal 1000 Meter höher, als wir sind jetzt. Wie jetzt etwa, ja. Geil. Also wir sind langsam eingefahren, es funktioniert langsam. Seid ihr gut drauf oder was? Elias, was ist da los? Was tun Sie da? Was tun Sie da? Er hat das Gefühl gehabt, er tut den Luftfilter tunen und hat
den Luftfilter zunichte gemacht. Rauschmeck Pouch, was sagst du? Mühsam. Für alle, die Hebel haben, die nicht laufen. Das ist einfach mühsam. Oh, er hat's verrufen. Das Reisen in einer grossen Gruppe ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Es gibt Pannen, es gibt mehr Pannen, es sind mehr Personen, es gibt mehr Bedürfnisse. Ich meine, wenn wir das Problem hatten, ist es nicht das Problem des Einzelnen gewesen, sondern es ist das Problem der Gruppe gewesen. Und als Gruppe haben wir wieder vorwärts kommen. Was ganz klar ist, es schweißt die Gruppe natürlich extrem zusammen. Wenn man die 21. Panne hinter sich hat, ist man der ein oder andere vielleicht genervt, aber im Gesamten ist es so, dass man sich darüber freut, dass man wieder gemeinsam weiterfahren kann. Sind wir gerade an einer Tankstelle. Wir haben schon mal zweimal nachtanken. Wir haben so Ersatzbenzin ein bisschen dabei. Und natürlich, Punkt Maxi, wenn die natürlich ein bisschen optimiert ist, dann saugt das Zeug einfach wie die Sau. Kleiner Tank, 2,8 Liter. Wenn sie komplett leer ist, natürlich hast du dann noch den Füllstand vom Benzinhahn. Also, die letzte Tankstelle hat nichts mehr gehabt. Jetzt kommen aber gerade die letzten. Wir sind hier an der Tanke und dann ist das absolut eine geile Sache. Endlich mal! Punktlandung! Sehr, sehr schön. Aber es läuft wirklich, es läuft richtig gut heute, muss ich sagen. Es macht richtig Spaß. Sehr, sehr schöne Straßen. Bergab, links, rechts, die ganze Zeit. Und es ist richtig, richtig geil. Ja. Richtig Bock. Ich glaube, es feiert es alle extrem. Sitzt mein Feld noch, Roman? Dein Feld, Alter, das ist echt, da müssen wir nachrasieren, Diggi. Ja gut, also in dem Fall tanken jetzt und dann geht's mal vielleicht ein bisschen eine kleine Mangiare. Weil hier in Spanien von 10 bis 17 Uhr ist hier Siesta. Spontane Dönerbude angefahren und jetzt geht's weiter. Hey, mach das sofort weg! Wir haben es probiert, in den Süden abzustechen. Leider ist das aber eine Autovia und das ist so wie eine Autobahn. Das ist gar nicht so geil. Und wenn es hier weiter südlich geht, hat es auch keinen Pannenstreifen mehr, wo wir drauf fahren können. Darum sind wir jetzt hier auf so einer Kehrtwende, gehen nochmal retour 2 Stationen auf dieser Autobahn in diese Richtung. Heisst in den Norden rauf. Von dort aus probieren wir dann wieder ein Bergsträußchen zu finden, das hoffentlich nicht gesperrt ist. Weil durch eine Sperrung sind wir in dem ganzen Schlamassel gelandet. Jetzt sind alle wieder ready, das heisst, wir packen das Zeug und retour nach Ripoll. Juhu! Wir sind doch nicht wenig Leute, die hintereinander mit einem Mofa auf der Straße gefahren sind. Und die Autofahrer sind recht respektvoll immer an uns vorbeigefahren, mit genügend Abstand, sodass nichts passieren kann. Sie sind sehr geduldig, auch wenn wir mal bergauf nicht so schnell waren. Erst ein paar Mal, wenn du angekuppelt wirst, weisst du nicht so recht. Aber sobald die Leute vorbeifahren und so... Sie haben Freude gehabt, sie haben gekuppelt, sie haben uns zugewunken. Und wenn wir mal irgendwo eine Pause gemacht haben, sind die Leute auf uns zugekommen, haben gefragt, ob sie Fotos machen können, haben auch ein bisschen mit uns geplaudert. Alles wunderbar geklappt. Also sehr, sehr geil. Gerade wo wir wollten, über einen Hoggerie zum eine andere Strecke retour fahren, sind wir zum Beispiel einfach blockiert worden, weil dort eine Rallye war. Wir können nicht durchfahren. Ja gut, dann schauen wir da, finden wir da ein Hotel. Es gibt jetzt Schlimmeres. Es war schon gegen den Abend und dann haben wir dort natürlich noch die Rallye ein bisschen mitverfolgen.
auf den Rennplatz. Das ist schon sehr, sehr cooles Zeug. Wenn du das würdest, planen, könntest du vergessen. Ruhe! So, Wir machen das stark! Grazie. Nein, wir haben den nächsten Tag. Es ist mittlerweile Sonntag geworden. Rast aus. So, es ist mittlerweile Sonntag geworden. Wir haben ein wunderschönes Hotel gehabt. Das letzte, das noch übrig war in diesem Kaff, weil gestern, wenn ihr mitbekommen habt, war da eine Rallye und alles ausgebucht und wir sind gefangen da. Jetzt geht es aber weiter, und zwar an einen Töffli-Markt oder Töff oder irgendwas, wo etwa 100 Teilnehmer haben. Nicht im Markt, vielleicht ein Event, glaube ich. Ein paar Kilometer weiter. Ich hoffe, dass dort ein paar geile Schätze drunter sind. Let's go! Also, ich würde nicht sagen, es sind ja alle am Vorbereiten, oder? Und der Sick ist schon lange parat! 9:00 Abfahrt, oder? Wir haben ein kleines Problem, und zwar am Roman sein Hobel. Ich habe gemerkt beim Fahren, das Rad bewegt sich, es ist schon immer ein bisschen 80 km, aber jetzt auf einmal, scheiße, viel mal da hier. Ich habe das Gefühl, das hat ein bisschen mehr Spiel, als es müsste haben. Aber ich kann auch falsch liegen. Denke du nichts falsch. Ich denke nichts Gutes. Wir brauchen ein neues Lager. Das Kugellager im Rad ist leider an den Arsch gegangen. Der Sieg schraubt jetzt hier, aber manchmal hat er eine sicher Lösung. Man sieht hier. Keine Lösung, aber kein Werkstatt. Das sieht aus, wie wenn das ein Lagerschale gewesen wäre mit Kügeln. Irgendwann bin ich hinter dem Roman gefahren und habe wirklich gesehen, das Rad einfach, manchmal macht es so. Und dann ist wieder eine Minute gut, dann wackelt es wieder und dann habe ich gesagt, du, sofort anhalten, wir müssen das anschauen, oder? Und dann haben wir gesehen, tatsächlich, das Radlager war am Arsch gewesen. Hallo Romandel, warum hast du das Rad kaputt gemacht? Der Husch hat gerade Hilfe geholt, hat tatsächlich hier in diesem Kaff mich gesucht. Korrigiere mich, wenn ich einen Scheiß erzähle. Alles richtig. Und er hat einen gefunden. Ich bin in die Bar gegangen und habe gesagt, jetzt brauchen mich. Ja, ich. Elias hatte dort einmal aus dem Spunten am Sonntagmorgen einen rausgezogen, oder? Der hat kein Wort Deutsch können. Wir so ganz leicht angehaucht Spanisch und wir haben uns verständigen mit dem. Also, der Mechaniker hat das Zeug mitgenommen, er schaut, ob er Lager hat oder ob er irgendeine Lösung findet. Wir sind aber ja auf dem Mission Ride und haben noch mit... haben noch eine andere Mission, und zwar Mission Töffli. Weil wir wollen da nicht mit einem weniger, sondern mit zwei weniger heimgehen. Wir gehen an das Treffen, schauen, ob wir es schaffen, schauen, ob wir dort ein bisschen Mofa-Content haben, schauen, ob wir jemanden finden, was Mofa könnte brauchen eventuell, und ob wir noch eins finden zum Posten. Darum der Sigi und der Del bleiben da, wir machen uns auf. Und wenn etwas passiert, schreibt der Roger. Am Schluss bei dem in der Werkstatt gelandet und irgendwelche Büchse geschlitzt mit der Flex, dass wir dann die Lagerschale auspressen und so weiter. Wir hätten aber Industrielager gebraucht, und zwar 2 verschiedene. Und das am Sonntag in einem Bergdörfli zu finden, schwierig. Ja, totale Scheiße war natürlich, kann man nicht anders sagen, dass wir mein Mofa, das Kameramofa, stehen lassen mussten. Es gab aber wirklich einfach keine andere Lösung und keine andere Möglichkeit, da etwas an dem Tag auszurichten. Wir haben es natürlich mitgeholt. Es ist natürlich mitgeholt. Eine gute Erfahrung gemacht mit den Leuten unten. Und das zeigt einfach einmal mehr, wenn man offen ist und freundlich zu den Leuten, dann kommt oft auch etwas zurück. Er hatte auch eher kein Radlager gehabt. Aber er hat den Roman dafür nachher in seinem privaten Auto 20 Kilometer in die nächste Ortschaft gebracht, wo wir uns dann wieder getroffen haben. Also in dem Sinn, vielen Dank nochmal an den geilen Typ aus Spanien. Kurze Einschätzung, wir mussten das Mofa stehen lassen, leider. Ich vermute mal, wir holen es morgen wieder ab, weil heute ist Sonntag und dementsprechend keine Läden offen. Aber wir haben einen wundervollen Beifahrer gefunden. Wir fahren hier gerade eine Rallye quasi, damit wir in Olot ankommen, wo die anderen Jungs jetzt in dem Moment sind. Und wir hoffen darauf, dass wir eventuell dort vielleicht noch ein Lager finden, was irgendwie jetzt gerade schwierig ist, weil eben Sonntag. Aber schaut euch an, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Der Romandel ist wieder da mit seinem Rad ohne Mofa. Der nette Herr da, wie heißt er? Carlos. Carlos.
Runtergefahren mit dem Gracias, muchas. Und sein Onkel hat da vorne eine Werkstatt, die hat aber leider auch erst morgen um 9 Uhr offen. Er telefoniert ihm aber, sagt ihm wegen der Lager, dann könnte man dem vorbei. Das Radio zum Mofa bringen, den Roman zum Mofa bringen, das Mofa hier anbringen und wir wären wieder komplett unterwegs. Heisst jetzt aber, heute haben wir eine andere Mission. Einerseits, das Mofa muss immer verschenkt werden. Welches? Das da? Wunderschöne Mofa, der keinerlei Problem macht auf dieser Tour. Mua! Ich wüsste es jetzt nicht, das war im Lellis in Schweizer Anstoff. Und wir haben aber auch gerade die Zeit schon genutzt und mal geschaut, ob es da in Olot echt auch ein Mofa gibt zum Posten. Weil eins haben ist immer besser als eins brauchen. Darum, wir haben unsere 2, 3 Sachen, die wir machen können. Aber vielleicht gibt es jetzt erstmal ein Käfchen, wenn der Sieg da ist. Perfetto. Also voll funktionsfähig. Bitte nur nur bei ernstem Interesse. Ruf mal an. Zum Telefonieren musst du immer Musst wissen, wie er aussieht. Okay, los geht's. Der zeitliche Aspekt ist das Problem geworden. Wir haben noch bis am Abend Zeit gehabt, um das andere Mofa zu holen. Und ob wir ein Radlager rüberkommen dort, vielleicht hat es geklappt, aber es hat sicher Stunden, wenn nicht einen Tag oder 2 dauert. Und es ist einfach schade, wenn du irgendwo festhockst und nicht weiter kannst als Gruppe. Zeitmanagement technisch keine andere Wahl hatten, als eine Mofa stehen zu lassen und ein neues zu kaufen, weil der Verkäufer am nächsten Tag in Urlaub geflogen ist und dementsprechend mussten wir uns aufteilen. Das ist doch so ein bisschen ein saurer Äpfel, wo wir reinbeissen mussten. 60 Kilometer weiter haben wir einen Hobel, den wir anschauen wollen, den wir eigentlich kaufen wollen. Weil der läuft und einen Hobel kaufen müssen wir sowieso. Der ist aber nur heute rum. Das heisst, wir gehen jetzt auf den Weg. Der Roman nimmt das Taxi nachher, schiesst ihn an und wir hoffen, dass wir den Hobel dann noch kaufen können, dass wir auch weiterballern können. Wir haben ja diverse Pannen gehabt und ich spoilere schon mal, wir haben Motoren draussen gehabt. Motoren, Mehrzahl. Wir hatten zum Glück sehr viele gute Leute dabei, die sehr schnell immer schrauben konnten, die Pannen beheben konnten. Ja, Kertzeit. Die Kerze habe ich hier. Kerzenzeit. Ja, Kerzenzeit. Jetzt sind wir die Hälfte vom Weg gefahren, Die haben tatsächlich. wir recht zügig, genau mit 30. 30 Kilometer. Genau mit 30 sind wir Ja. gefahren, da haben wir genau eine Stunde gehabt. Also wir sind gut vorwärts gekommen. Und jetzt, bevor es eigentlich müssen wir ein bisschen Gas geben, aber Flo sagt nö. Ja, wir Ich sag ja, das Mofa sagt nö. 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 Doch, jetzt nimmt er gerade die Zange griffbereit. Man hat gerade Zange für mich. So, startet das Ding. Für mich speziell hatte ich eigentlich Glück mit der Chow, die war sehr, sehr robust. Lele gefahren, alles Super, gut gewesen, ja. bis jetzt. Beste Mofa bisher, ja. Und das waren dann auch, glaube ich, mit die größten Probleme, die wir überhaupt hatten. Schon wieder eine Panne leider, nach dem Tanken. braun. Reh-schwarz. Braun. Immerhin hast du den richtigen Schraubenzieher. Komm in Ruhe. Aber einfacher das Problem grundsätzlich, wenn man einen Zylinder hat, wie das Rad. Das ist richtig. Wenn man Teile hat, ist nie das Problem. Gar nicht erst April, verarschen mich doch nicht. Also das Schwierigste an der ganzen Operation wird sein, die hohen Anbauseitenschützer wieder draufbringen. Ja. Also er bewegt sich, hä? Bewegt sich, aber mega schwergängig. Grazie! Very many grazies! Wichtig ist, 3 Kameras auf einem gerichtet. Wie fühlt man sich so als TV-Star? Only Stance, Moderator, Stance McStance? Super toll! Aber auch da waren mehrere Leute einfach stundenlang am Straßenrand auf dem Boden und haben den Motor auseinandergebaut. Und das 2-mal, und zwar bis ins kleinste. Motoren, Mehrzahl. Dann haben wir entschieden, gut, wir trennen die Gruppe nochmal auftrennen. Da wird die Kupplung sich verklemmt haben. Schauen. Romandel, kommt hier voran. Sag Romandel, halt's Maul! Die Hälfte fährt zum Mofa, wo wir wollten posten, und die andere Hälfte tut der Ciao reparieren. Ich wäre wahrscheinlich schon im Taxi gesessen. Also Hut ab vor den Leuten, die das so im Detail können. Okay, gut, wir müssen den ganzen Motor rausnehmen, um die Zündung anzuschauen, bzw. um das Polrad wieder anzumachen. Und dort haben wir dann gesehen, ja, der Keil von der Kurbelwelle, wo das Polrad fixiert, der ist gebrochen, bzw. die ganze Kupplung hat sich vorher gelöst.
und durch das hat das Podrad nicht mehr gehabt und hat alles kaputt gemacht. Motoren, Mehrzahl. Aber wieso löst sich so etwas? Vibrationen, nicht richtig angezogen am Anfang. Hat es sehr lang gehabt. Ja, ich tippe auf Vibrationen. Vibrationen. Good Vibration. Gut, wir haben alles dabei gehabt, um es zu reparieren, haben es repariert und sind weitergefahren. Und 15 Kilometer später ist das Gleiche nochmal passiert. Schon gut. Die Kerze hat recht gut ausgesehen. Wo ist die? Einen Spruch geben, wenn man die angeschaut hat. Für mich ist sie rehbraun. Und ich stehe mit Rad. Auf onlystands.com. So ein Portal, wie sagen wir dem, so ein Account, der wieder aus dem Video raus entsteht und dann einfach Follower Das ist hat. eine Plattform, wo Leute können. Ja. Ja. Ah, der ist doch mal los. Ja. Zielkopf wieder drauf. Zielkopf ist Kann man drauf. starten. Jetzt kommt das Allerschlimmste, was der Stenz gesagt hat. Kabelkanal anmachen. So, Stenz, mach uns glücklich. Hast du ihm gesagt, dass er mal Gas geben? Bündig vielleicht. Dann haben wir halt den Motor nochmal rausgenommen, nochmal auseinandergenommen und dann haben wir gemerkt, ja, das Gewind von dieser Kurbelwelle, beziehungsweise die, wo man die Mutter für das Podrad montiert, das sieht nicht mehr ganz so gut aus. Und ja, dann haben wir ein bisschen basteln, damit wir das Podrad wieder haben können montieren. Wir haben zum Glück immer noch genug Ersatzteile dabei gehabt, also Schwungradkeil. Und haben das Ganze wieder zusammengebaut und ab dem Zeitpunkt ist es dann gelaufen bis zum Schluss. Wir mussten jetzt die Kupplung mit leichter Überzeugungsarbeit abnehmen und es sieht aus, als wäre der Zündkeil abgeschirrt. Aber wir haben den Zündkeil dabei, das heisst aber wahrscheinlich den Motor abnehmen. Die Zeit ist natürlich nicht unser Freund wie immer, darum gehen Team 2 oder Team 3. Ja, ich kann auch mit. Team 1, die gehen schon mal mit und gehen probieren einen Hobel kaufen. Gut. Geil. Viel Erfolg. Also ich bin jetzt gleich nicht gegangen, ich bin jetzt gleich da geblieben. Wir können es nicht dabei haben, darum bin ich jetzt gleich da geblieben. Kann ich ein kleines Töpfchen ziehen? Bauen wir den Motor aus? Ja, wir müssen. Ja. Sind Zündkeil abgeschert. Sieht man, wenn die Kurbelwelle starr ist. Und hier ist Polrad, lässt sich einfach so drehen. Ne? Jetzt auch so gesagt. Was machst du? Wird auch helfen. Hör auf zu helfen, es geht länger. Das ist ein Motörchen. Teil. Irgendwo da der Teil drin. Irgendwas faul, hä? Ja, durch das, dass sich die Kupplung gelöst hat, hat sich das Podrad gelöst. Und wenn sich das Podrad löst, dann vibriert es auf dem Keil und der Keil verabschiedet sich. Wie verabschiedet er sich in Spanien, wenn er Italiener ist? Adios. Adigraz. So, Motor ist wieder drin. Ist eigentlich alles. Bin gespannt. Machen wir Lucky. Ja. Bohrmaschine. Affengeil. Weiter geht's. Ich glaube, die Jungs kommen. Ja, geil! Die meisten sind da. Wenigstens mal ein paar. Laut diesem Internet läuft es auch wohl. Sehr gut, sehr gut. Ja, sind wieder am Fahren. Okay, gut. Und jetzt kaufen wir von Roman ein neues Mofa. Buch X30 Automatik. Mal schauen, was uns erwartet. Wir haben sick den Mofa-Gott dabei. Also eigentlich können die gar keinen Fehlkauf machen. Okay, wir checken jetzt noch gerade ein paar Einzelheiten. Preis etc. verhandeln noch ein bisschen und dann schauen wir, was am Ende bei rumkommt. Lange drüber nachgedacht und wir haben uns entschieden, es zu kaufen. 10 Sekunden, 10 Sekunden. Wir haben es aber dennoch geschafft, am Abend wieder zusammen am Tisch zu sitzen. Mit sehr viel Freude, sehr müde und sehr durch, aber mit einfach einer Wahnsinnsemotion, die dahinter ist. Wir sind zum zweiten Mal wieder in Lloret de Mar. Böse Zunge behauptet wieder wegen dem Armin, aber wir lassen das mal jetzt so stehen. Wie ihr gesehen, es ist mittlerweile schon wieder der nächste Tag. Wir haben es gestern geschafft. Leider wieder nur bis Lloret de Mar. Dort haben wir eigentlich nicht mehr hin wollen. Aber es war die einzige Lösung, weil bis die zwei Gruppen, inklusive mir, dort waren, ist Abend um 8 Uhr gewesen. So, wir haben es tatsächlich geschafft. Noch ist eine lange. So, wir haben es tatsächlich. Ohne so. Also. Alle sind hungrig gewesen, darum sind wir dann gleich dort geblieben.
Jetzt noch die letzte Etappe. Ich hoffe jetzt mal wirklich pannenfrei. Es geht zurück zu unserem Lieferwagen und vielleicht noch ein bisschen Richtung Barcelona. Die wichtigste Aufgabe für heute ist natürlich jetzt noch jemanden zu finden, wo wir den Hobel schenken vom Lele. Der ist ja mittlerweile wieder geflickt, sollte hoffentlich laufen. Wir haben jemanden, der uns gestern geholfen hat, aber vielleicht finden wir noch jemanden anders, der den Hobel verdient hat. Darum auf die Suche gehen nach einem passenden Kandidat, der es verdient hat, den Hobel überzukommen. Ganz klar, also mit 10 Töffli gibt es logischerweise mehr Pannen als mit 3 Töffli. Wenn der letzte losgefahren ist, muss der vorderste schon wieder Pipi oder hat sogar schon eine Panne. Wir wollten gerade los. Herr Marlon hat festgestellt, dass Platten da ist. Aber hier ist der Reifen, der sitzt gar nicht mehr richtig drin. Keine Luft, aber nur unten. Also Sick, wir haben den Fehler gefunden. Es war ein Dorn drin, oder? Ja, voll. Jetzt wechseln wir geschwind. Hat niemand gern. Ja. Ein Dorn im Schlauch hat niemand gern. Profis dabei, die machen das jetzt hier ruckzuck. Schluch ist natürlich Sachbefehl, ganz klar. Da höre ich jetzt gerade einen Köbi in meinem Ohr, der da rumgeschrien hat und was anderes gesagt hat. Oder? Das hast du schon mal gehört, ne? Ich habe schon mal so gemacht. Pumpen habe ich mal gehört, stimmt das? Hast mal wieder gezeigt, wie es geht. Gerät geht wieder rein, Signature hat mal wieder geliefert. Como un carrusel, así es la vida, todo lo que tenía se va. Yo gano, yo pierdo, no tengo consuelo, grito al cielo, mira. Es un carrusel de amor sin razón de perder la cabeza con tanta pasión. Así es la vida, a veces perdida como la lunita, mira. Tenía amante, volamos allá. Quemamos el cielo con tanta piedad. Todo en esta vida viene de Ich sagen? Ja, warte schon. Er läuft schon, los. Ich weiß gar nicht, was ich sagen. Wir sind jetzt hier angekommen und zwar in, wie heißt das? Badalona. 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 Regst mich auf. Eine wunderschöne Stadt. Ein Hobel, den müssen wir noch loswerden. Und zwar eine Person, die den Hobel auch verdient. Die Mofas werden verladen und Andrea, Sick und ich, jetzt kann ich es endlich sagen, wo die Mofas da drin stehen, pannenfrei durchgekommen. Hey, ohne Werkzeug, ohne Werkzeug. Gelogen! Und die Ciao ist natürlich immer noch unser Tagesziel, unsere Tagesmission. Und das rocken wir auf jeden Fall noch heute Abend. Mission Ride ist ja nicht der Mission Ride ohne seine Mission. Und unsere Mission ist ja einerseits Mofa, die Freude am Mofa-Fahren in die Länder zu bringen, aber auch ein Mofa an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen. Man verschenkt ein Töffli an jemanden, der es der Meinung der Gruppe auch verdient hat. Also hat es mich ein bisschen auch emotional berührt, als wir das verschenken mussten oder durften oder verschenkt haben. Weil ich dachte, irgendwie habe ich sie doch ans Herz geschlossen. Also ich habe ja zuerst immer gesagt, schenke das Töffli dem Lele. Weil der Lele hat einfach so den Plausch gehabt, mit dem Töffli zu fahren, die ganzen 4-5 Tage vorher. Es ist einfach mega zum sehen, wie der gestrahlt hat. Ich bin jetzt einfach zum Ciao-Typ geworden und werde mir eine Ciao zulegen. Das Töffli verschenken haben wir uns ja auch viel, viel einfacher vorgestellt. Wir waren dann in der Stadt unterwegs mit dem Töffli und es hat sich keiner noch umgedreht. Mofa begeisterte Leute zu finden, war in anderen Ländern einfacher. Bis dann der Fabian eine richtig coole Idee hatte. 29,90 €, weiß ich, was drauf gestanden ist. 29,90. 30 an Fuffi hat man gesagt. Die Herrschaften haben einen neuen Plan. Elias erklärt mit Fabian, er hatte nämlich die Idee. Fabian ist ein grandioser Ideenmacher, oder? Er hat sich einen Bubble Tea eingehauen und die Ideen sind gerade rausgesprudelt. Erzähl mal deine Idee. Also, wir haben hier in Spanien ein bisschen Schwierigkeiten, Mofa-Begeisterte zu finden. Und wir haben die Idee gehabt, dass wir jetzt ein Preisschild an unseren Ciao hier machen, mit einem Fantasiepreis, um die Begeisterung noch nicht wecken wie in Spanien. Wir laufen jetzt mit dem durch die Stadt und versuchen ein bisschen Interesse zu wecken bei den Leuten. Natürlich verschenken wir das Töffli und verkaufen es nicht. Also der Preis ist reine Fantasie zum Interesse zu wecken. Und glaubt ihr, es funktioniert? Ja klar!
Der Lele hat sich schon verkleidet wie ein Spanier, damit er es kaufen kann. Geil natürlich die Idee von Fabian dort mit einem Preis anschreiben, sehr einem günstigen Preis. Das hat gerade Aufmerksamkeit gegeben. Und der Dude, der das Ding bekommen hat, der hat richtige Scheissfreude gehabt. Yeah, I live in Barcelona, yeah. So, I'm gonna come up to the Do you know what it is? I don't know, but I know the mark of Diageo. Yeah. Yeah, I know. It's Switzerland. But slow. Jetzt haben wir Probe fahren, der junge Bursch, ohne Helm. Und du bist gerade Polizei. Aber hey, es hat jetzt... Wie lange hat es gedauert? Eine Minute hat es gedauert und der erste ist direkt drauf angesprungen. Und jetzt schauen wir, er weiß mit seinem ganzen Glück noch nichts. Er denkt immer noch, dass er das Teil für 29,90 kaufen würde. Always this one, because this is... What do you think? 30 bucks. I can buy it, eh? Yes, now. No, you can. I can or I can't? You can. Yeah? So, here is the surprise. Alle gut? Regalo. Okay. Really? For me? For you? Present? Really, man? Yes. Yes, man. But you have to do one thing. You have to pull on this one. Oh yeah, of course. Of course. Is it good? Yeah, man. That's incredible. It's a thing I've never happened in my life, man. Yeah. Actually, it's beautiful, man. This is the yeah. I love so. Yes. And we walk and I see your eyes and say, hey, that's the guy. Er hat seine Augen nicht getraut. Er denkt, das ist ein Witz, das kann nicht sein. Und Elias ihm den Schlüssel angehabt hat und er gemerkt hat, Scheiße, die schenken mir das, ist es richtig wirklich cool gewesen. Also ich hätte können brüllen. Die Emotionen sind mega gewesen, wirklich, weil einfach man gewusst, hey, jetzt hat es wirklich jemand noch bekommen, der richtig den Plausch hat. Und durch das ist dann das Mofa verschenken tatsächlich noch recht easy und lustig über die Bühne gegangen. Thank you very much, man. What's your name? My name is so weird. I'm from Catalonia and it's called Magie. Magie. It's a Catalan name. Magie the machine. Magie. Hey! Thank you very much. One more thing. Yeah. It's like this. Thank you very much, man. Yes. Thank you very much. I'm so grateful because for this present is a thing that I never have in my life. Yes, crazy. Yeah. Actually, it's from her. It's your birthday present. No, I do my girlfriend. But I will share with them what with them. The best present that anyone can give me in my life. Really. I'm so appreciated of this. It's beautiful, man. Nice. Thank you very much. So much fun with it. Oh, of course, And it's good time. Thank you very much, man. Thank you to everyone. It's incredible. I can't believe that this is happening right now. Happy birthday. It's not my birthday, it's in June, but thank you. Can we do a group picture? Ja, so. Yeah, of course. Wir haben einen Gewinner. Maggi ist sein Name. Er ist super happy, ihr könnt es gar nicht glauben und schaut euch das Ganze an. Danke, Vertröhlen! Es ist gar nicht lang gegangen und am Stand seine Sache hat wirklich super gewirkt, obwohl der hat schon so Augen gehabt und einfach nur das Mofa gesehen hat. Wir sind natürlich happy, dass er so dermaßen happy ist und dass es so geil geklappt hat. Okay. Nein, Roman, die Glocke kannst du selber aktivieren. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wir haben den Trip auf jeden Fall genossen und das war ein krönender Abschluss vom Mission Ride 2026 in Spanien. Maggi! Und in dem Sinne, Let's go! let's go! Danke, Vertröhlen! Yeah!